Flucht, Inhaftierung und Enteignung. Wir sehen uns jetzt einen intensiven DDR-Erfahrungsbericht an und wie es war, im Sozialismus zu leben. Die meisten kennen es ja nicht, außer die Menschen, die noch in der DDR gelebt haben. Auch in Deutschland leben wir, dass ja immer mehr Staatsquote kommt und diese steigt und der Staat sich auch immer mehr in den Alltag, Gesundheitspolitik, Kriege, wer Freund ist und Feind ist, dort einmischt. Ja, das hatten wir auch schon in einer anderen Art und Weise damals in der DDR und deswegen sehr, sehr spannend, heute mal einen echten und Live-Erfahrungsbericht zu hören von jemandem, der es erlebt hat, bis er 27 Jahre alt gewesen ist und da ist einiges passiert und ich freue mich sehr, dass wir heute zu Gast haben und zwar meinen Namensvetter Thorsten. Schön, dass du heute mit dabei bist. Und ja, ich gleich die erste Frage an dich, nämlich, ja, wie war es denn in der DDR zu leben und was ist dir denn da alles passiert? Hallo Thorsten, schön, dass es geklappt hat und ich so ein bisschen über mein Leben erzählen kann, ja. Ich werde vielleicht mal kurz über einzelne Geschehnisse meines Lebensweges berichten. Am Anfang von allem stand mein Ingenieurstudium. Ich wollte 5 Jahre studieren, mein Kälteingenieur machen neben dem Beruf und bevorzugt wurden dort in der DDR halt eben Leute, die entweder Parteimitglieder waren oder sich verpflichtet haben, 3 Jahre zum Wehrdienst zu gehen, also Wehrdienst zu leisten. Normal waren 18 Monate. Beides war bei mir nicht gegeben. Ich wollte weder in die Partei eintreten, noch halt eben 'n verlängerten Grundwehrdienst leisten. Damit da aber nicht so viel Zeit vergeht, habe ich mal nachgefragt: „Wie sieht's denn aus mit dem sofortigen Einzug zum Grundwehrdienst?“ Dieses wurde abgelehnt. In diesem Gespräch, welches eskalierte, ergab halt eben ein Wort das andere. Ich sagte dann nur: „Ja, mit der Persönlichkeitsentwicklung in der DDR ist es ja dann doch nicht so doll.“ Damit wurde ja schließlich geworden und die Antwort war dann darauf: „Ja, wären Sie mal nicht frech, wir entscheiden, wann Sie für die Armee vorgesehen sind. Sie werden schon sehen, was Sie davon haben. Wir haben den längeren Arm.“ Ja, und nicht nur deshalb reifte zunehmend der Entschluss, auszureisen. Kurze Zwischenfrage, war das generell so eine staatliche Bevormundung? Das heißt, es war sehr forsch, man hat selber eigentlich mitbekommen, es interessiert die gar nicht und andere entscheiden über dein Leben? Hat sich das so angefühlt? Richtig, richtig, genau. Also der Weg war sowieso vorbestimmt, alles nach den sozialistischen Gängen und keine großen Abweichungen dort geplant. Wer nicht linientreu war, der hatte da eh so seine Probleme. Muss allerdings dazu sagen, dass es meiner Familie trotz alledem sehr, sehr gut ging. Also wir hatten jetzt finanziell weniger Probleme. Mag vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass wir in Berlin gelebt haben und ja, da war es sowieso 'n klein wenig positiver, das Ganze dort, ja. Und wie gesagt, also dadurch reifte halt eben auch durch die politischen Entwicklungen dort meine eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, die Reisefreiheit, also die Unzufriedenheit, die nahm da halt eben immer mehr zu. Und der erste Plan, dem zu entgehen, war im September 84. Da sollte der erste Weg eine Flucht sein aus der DDR. Wir wollten also stiften gehen, Flucht über Ungarn, hatte ich geplant mit einem Freund. Wir wollten über Sopron, das liegt an der österreichischen Grenze, direkt am Neusiedler See. Da wollten wir durchschwimmen, so der Plan. An diesen Ort ist man auch nicht so ohne Weiteres gekommen, weil es war Grenzgebiet. Und durch eine Bekannte meines Fluchtpartners sozusagen, die arbeitete beim ungarischen Reisebüro IBUS, hatten wir Zugang an diesen Ort. Und da wollten wir unsere letzten Urlaubstage da halt eben verbringen. War begleitet am Anfang der Reise mit dem Aufsuchen der bundesdeutschen Botschaft in Ungarn. Und nachdem wir dann nachher feststellen mussten, ja, das funktioniert nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten, auch nochmal
am Ende der Reise. Und demzufolge war dann auch die Rückkehr in die DDR aus Ungarn. Und ja, nach vielen Hin und Her und auch Grund meiner Eltern zuliebe, für die Zurückbleibenden war es ja dann auch immer ein Problemchen, dort weiterzuleben, habe ich dann erstmal Abstand genommen vom Ausreiseantrag. Aber im Februar 86 war es dann nachher soweit, dass ich diesen Antrag gestellt habe, alleine, ohne die Familie. Und ja, dann kam, was kommen musste. Die DDR kam dann auf den Einfall, Mensch, der hat ja noch nicht Wehrdienst geleistet und den können wir ja mal einziehen und dann vielleicht wieder auf Bahn bringen. Da ich aber schon fast geahnt habe, was auf mich zukommt, hatte ich die Gelegenheit, durch meinen Onkel vorher schon mal Kontakt aufzunehmen zum Rechtsanwaltsbüro Vogel. Das war ja der DDR-Unterhändler auch für die ganzen Spione, die dann über die Kliniker Brücke ausgetauscht wurden und anderweitig. Da fanden also Vorgespräche statt, und was mich halt eben im Fall der Fälle erwartet. Und da kam dann die Aussage zum einen, das gibt sollte ich den Wehrdienst definitiv verweigern, halt eben 20 Monate Staatsgewahrsam, also Inhaftierung. Und es gab aber auch gleich die Info mit dazu vom Anwaltsbüro, vom Anwalt. Und der sagte mir, selbst wenn ich zur Spartenbrigade gehe, also zu den Baupionieren, die den Dienst an der Wache verweigert haben, komme ich 5 Jahre nachträglich auch nicht darf das Land nicht verlassen, komme nicht aus der DDR raus, weil ich 5 Jahre Sperre habe. Ich habe Einblick an militärischen Objekten, könnte dann vielleicht verraten, wo ein Steinlocker ist, was auch immer. Und ich fragte dann da diesbezüglich auch nur noch mal nach, ist das Ihr Ernst? Ich will das Land verlassen und soll womöglich noch auf die Leute schießen, ja, die dahin wollen, wo ich hin will. Also geht gar nicht. Und ja, ein halbes Jahr später, nach der Antragstellung, war dann auch der Einberufungsbefehl. Ich wurde inhaftiert. Leider gab es dort eine Generalamnestie. Also das hieß, alle sind wieder in den Osten entlassen worden. Leider muss ich sagen, weil ich hätte jetzt noch 3 Monate absitzen müssen, und dann wäre es mein Ticket direkt aus dem Knast in den Westen gewesen. So war wieder alles auf Anfang, und ja, der Weg in die Freiheit dauerte noch bis Juni 1989. Und da konnten wir dann komplett ausreisen. Mhm. Was ist da passiert? Das Ganze hatte ja eine Vorgeschichte an für sich mit der geplanten Flucht dort über den Balaton und Sopron. Aber um dir vorzugreifen, nach der oder während der Inhaftierung haben dann halt eben meine Eltern mitbekommen, was da so alles abging, da dann auch, was mir widerfahren ist. Also nach der Generalamnestie gab es wieder Eingliederungsversuch für alle Inhaftierten. Und normalerweise sollte ich nach Aussage vom Anwalt im Februar 88 dann schon ausreisen können. Aber wie gesagt, nachdem meine Familie gesehen hat, was so alles abgeht, kam auch bei ihnen der Entschluss, 'n Antrag auf Familienzusammenführung zu stellen, weil die Mutter meiner Mutter, die lebte in West-Berlin, und die wurde pflegebedürftig. Und außerdem sagten sie sich: „Ja, meine Schwester, die wird auch größer, und wenn sie sich dann nachher entscheidet, mir zu folgen, haben wir wieder eine Mauer beziehungsweise eine Trennung. Die Kinder sind im Westen, die Alten in Anführungsstrichen im Osten.“ Ja, und da es in der DDR eine unausgesprochene Sippenbestrafung gab, wurde mein Antrag zurückgestellt, und wir wurden jetzt zusammen behandelt oder verhandelt und mein Termin zurückgesetzt. Ja, und daraufhin sind wir dann alle über das Anwaltsbüro Vogel verhandelt worden. Okay, und was ist dann konkret passiert? Also wie kam es dann, okay, dass es wirklich möglich war, rüberzukommen auf die andere Seite?
Ja, das waren dann Anträge, die gestellt wurden und, man musste nach wie vor, der regelmäßigen Arbeit nachgehen. Das, Komische da dran war, dass wir zwar den Antrag, nach meiner Entlassung, 88, gestellt haben, beziehungsweise die hatten, glaube ich, vor meiner Entlassung, dann schon den Entschluss gefasst und, hatten da dann den Antrag gestellt. Aber nachdem der dann, nachher genehmigt wurde, ist der Antrag vordatiert worden, dann nachher auf, nur noch 4 Wochen, dass die DDR sagen konnte: „Ja, hier, gucken wir mal, Antragstellung war jetzt, Anfang Juni, sage ich jetzt mal, und, in Mitte Juni konnten wir dann ausreisen. Weil das hieß ja da dann auch immer, also, wenn es gerade in Sachen Familienzusammenführung kurzfristig denn dazu kam, dass man ausreisen durfte, dann hat man gesagt: „Ja, die Wartezeit, die ist ja nicht, wie es gesagt wird, Jahre, sondern es, sind ja nur Wochen, bis es zur Genehmigung kommt“, ja. Allerdings, was da dann auch in Richtung Anwaltsbüro abgetreten wurde an Sachen, um, eventuell das zu beschleunigen, weil letzten Endes waren ja die Anträge doch, etwas länger gestellt, grade, mein Antrag. Also, ich hörte dann nur, wie mein Vater dann einmal sagte, also, er konnte das auch nicht verstehen, warum das, halt eben so lange dauert. Ja, was wir an Sachen dort ins, Anwaltsbüro getragen haben, das ist nicht aufzuwiegen. Also, was da für Werte reingeflossen sind, ja, kann sich keiner vorstellen. Genau, weil wir hatten ja auch so über das Thema, sagen wir mal, direkte, indirekte Enteignung. Hast ja gesagt, na ja, also in dieser Art und Weise indirekt schon. Also, was habt ihr da reingegeben? Wie kann man sich das vorstellen? Was ist da denn aufgegangen zur damaligen Zeit? Da sind dann Wertsachen reingegeben worden, und das war nicht nur Meißner Porzellan. Also, beispielsweise, weiß ich auch, meine Eltern hatten 'n Wochenendgrundstück und wenn es dort aus der, Obrigkeit jemand gegeben hätte, der Interesse daran hätte, es ist den Leuten angeboten worden, den höhergestellten, Persönlichkeiten. Und, wenn dort ein Interesse bestanden hätte, dann hätte da, natürlich die Ausreise, beschleunigt. Das auf alle Fälle. Ich weiß aber auch, dass, wahrscheinlich war das, nicht so wertvoll und, die Lage auch nicht so und die Größe des Objekts nicht das, was man sich da vorgestellt hat. Und, ich weiß aber, dass andere Leute, die dann, grade Wassergrundstücke, die sehr gefragt waren, größere Objekte, Häuser, Einfamilienhäuser und, dass, damit, wenn, das übergegangen ist in, ja, ich sage es jetzt mal, in den sozialistischen Besitz, dieser Leute, dass das dann schneller zur Ausreise führte oder, das dann der Freikauf, für diese Leute war, ja. Wie war es in der DDR mit der Redefreiheit? Das war ein großes Problem. Wie war das aber für dich in der Praxis? Hattest du das Gefühl, du kannst dich mit jedem frei unterhalten oder hattest du Angst, dass da eben Stasi-Spitzel überall sein könnten und dass du dann Probleme bekommen könntest? Wie war das in der Praxis? Na ja, das war auf alle Fälle, gegeben. Also, es wurde ja da das, was wir jetzt, hier auch haben, denunziert. Also, wenn da jemand was, gehört hatte, was nicht, getreu war, dann, hätte es durchaus sein können, dass man dich abholt oder dass du verhört wirst. Ich beispielsweise, habe mich dann, nachher auch noch der Kirche angeschlossen, weil das war so ein bisschen sicherer. Da gab es dann Treffen, dass man sich, da dann auch ein bisschen freier unterhalten konnte. Also, die Überwachung, die war definitiv da. Und, es gibt ja auch eine Akte, die ist, von mir, die ist 104 Seiten, umfasst die ganze Geschichte. Und da habe ich beispielsweise erlesen können, dass sie in meiner Wohnung waren. Da gibt's 'n Bericht drüber. Die wussten also ganz genau,
wie die eingerichtet war, was für Vermutungen die daraus ziehen. Die wussten, wann ich mich mit Freunden treffe, mit wem ich mich umgebe. Zu feiern bei Freunden, da war es dann so, dass über Anfreundung Leute eingeschleust worden sind, die uns ausspioniert haben. Da haben die dann auch unsere Sachen durchsucht, haben wir sogar mal einen erwischt. Also so eine Sachen waren da gang und gäbe. Also das heißt, du hast es auch direkt sogar in deinem eigenen privaten Umfeld wirklich erlebt. Okay, spannend. Ich muss auch sagen, es ist ja auf eine andere Art und Weise, es ist ja eigentlich so eine Beschreibung, so ein bisschen wie heute, ne? Wenn man heute das falsche Meme postet, kommentiert, liked, ja, dann kann es auch mal sein, dass man dann von der Polizei irgendwie früh morgens dann geweckt wird und aus dem Bett geholt wird. Beziehungsweise heute ist es so, dass die Leute ja sogar freiwillig reingeben, mit wem, dass sie wie, wo auf Feiern sind, mit wer die Freunde sind und so weiter. Und dass es dann so gleich online sogar reingegeben wird und natürlich auch im Hintergrund fleißig gesammelt wird. Aber das würde mich jetzt auch interessieren, jetzt aus deiner Warte heraus. Du hast die DDR erlebt und all das, was wir ja gehört haben. Wie siehst du denn die Entwicklung jetzt der Bundesrepublik Deutschland? Du hast es ja damals erlebt, vor mehreren Jahrzehnten ja auch rübergekommen und jetzt auch bis zu heute. Also wie siehst du persönlich die Entwicklung? Wir nähern uns immer mehr dem an, wovor ich geflohen bin. Ich habe das Land verlassen, einmal aufgrund der Reisefreiheit, zum anderen halt eben auch, um freier meine Meinung sagen zu können. Mittlerweile holt mich das alles ein. Ich bin am Überlegen, ja, weiterzuziehen. Nichtsdestotrotz wollte ich eigentlich nicht, aber aus meinen Augen werden wir immer mehr bevormundet. Auch hier darf man nicht mehr frei seine Meinung sagen, meiner Meinung nach. Wir bedingen uns dahin, dass wir auch weiterhin überwacht werden. Nicht umsonst ist ja jetzt auch was eingerichtet worden, wo man Leute denunzieren kann, die sich anderweitig äußern, was nicht konform ist. Und ja, es kann durchaus sein, dass da dann aufgrund von irgendeiner Aussage, die einem nicht gefällt, dann jemand vor der Tür steht und da mal vorsichtig anklopft. Also ich denke, man ist hier auch nicht mehr frei in seinen Entscheidungen. Ja, also laut Studien ist es definitiv so, dass die Meinungsfreiheit gefühlt für die meisten Menschen stark abgenommen hat. Ja, letzte Frage noch, und zwar die AfD wird ja besonders stark im Osten gewählt. Wie ist deine Erklärung? Ist das durch diese Erfahrungswerte und dass sie die Tendenz generell im Osten stärker sehen und wahrnehmen können, weil sie es selber erlebt haben? Oder was ist deine persönliche Meinung dazu? Ich denke genau, das ist der Grund, weil man das alles schon mal durchlebt hat und da auch sieht, wir bewegen uns genau wieder in diese Richtung. Das, was man früher alles abgelehnt hat, was man nicht mehr haben wollte, das ist heute wieder an der Tagesordnung. Und auch jetzt, wenn wir uns nicht mehr frei äußern können, wenn dort der demokratische Grundgedanke erstickt wird oder erstickt werden soll und die Leute begreifen das nicht, dann sind wir wieder in der Bewegung Richtung Überwachung und auch in Richtung Sozialismus, dass man nicht mehr frei entscheiden kann oder dass auch hier der Weg dann nachher vorbestimmt ist, was man haben darf und was man machen soll. Und wenn man da nicht mitgeht, dass es dann auch zu Problemen kommt. Ja, lieber Thorsten, vielen herzlichen Dank für ein spannendes Interview. Einfach mal so Einblicke, wie so etwas im Sozialismus wirklich aussieht. Und aus der Historie wissen wir, dass Sozialismus nie funktioniert hat, immer nur Leid und Probleme für die Bevölkerung gebracht hat. Ich denke, das kam auch bei deinem Erfahrungsbericht sehr, sehr gut hervor. Und wir werden sehen, wo das Pendel der Zeit diesmal ausschlagen wird oder ob die Bevölkerung einfach sagen wird, diese Grundtendenz in die vielleicht nicht so optimale Richtung. Nein, wir entscheiden uns lieber für etwas anderes und für etwas Besseres und Freieres. Thorsten, vielen herzlichen Dank. Dir weiterhin viel Erfolg und genau, alles Gute und bis bald. Bis bald. Gerne.